Boyers gefoult und Freistoß für Manchester City. Neil Young, Pardo. Und da war Lee zwischen zwei Gornik-Spielern. Foul von Bell. Oleg. Lee ist das. Young wirft an. Lee. Wilczek. Lubanski. Und abgewehrt von Tom Booth, dem 20-jährigen Stopper. Vierte Ecke für Gornik, eine nur für Manchester. Bell ist zurückgekommen zum Einwurf. Manchesters Spiel ist natürlich in erster Linie jetzt ein taktisches Spiel. Die Mannschaft tut alles, um ihren 2:0 Vorsprung zu sichern. Aber wie gefährlich die Stürmer sein können, das haben diese beiden Tore bewiesen. 3 Gelegenheiten hatte Manchester und daraus wurden 2 Treffer. Gefährliches Spiel. Freistoß für Gornik. Florenski wird ihn treten. Lubanskis Kopfball glatt ins Aus. Aber da war auch ein schwieriges Durchkommen, denn 20 Spieler im Strafraum von Manchester City. Längst gepfiffen.
sich den Ball jetzt von den eigenen rückwärtigen Reihen holen. Der Mittelstürmer von Görnig. Urbanski völlig alleine. Young. Großartige Techniker. Banasch wirft ein. Solticic. Im Mittelfeld sieht das alles recht hübsch aus, aber sobald es dann in die Nähe des gegnerischen Strafraumes geht, dann ist das Spiel der Polen doch irgendwie nicht modern, vielleicht sogar ein wenig altmodisch. Manchester spielen Boyer und Lee jetzt Spitze, lauern auf ihre Chance, während Görnig angreift. Banasch weicht jetzt häufiger auf den Flügel aus, aber ganz sicher Joe Corrigan, der 21-jährige Torhüter von Manchester City. Oakes. Unerhört sicher. Das muss man der Abwehr von Manchester bescheinigen. Das ist Francis Lee. Erneuter Einwurf durch Towers. Banasch immer wieder weit mit zurück. Lee von 4 Polen eingerammt, aber er findet Young. Young reklamiert, hat den Ball gespielt, aber zuerst hat er wohl doch die Beine des Gegners getroffen. Und erneutes Foul, Freistoß für Görnig.
Gespielt jetzt genau eine Stunde. Noch 30 Minuten bleiben also Gornik-Hindenburg aus dem 0:2 Rückstand möglicherweise doch noch ein besseres Ergebnis zu machen oder aber Manchester den Vorsprung noch deutlicher auszudehnen. Oleg. Erstaunlich bei Manchester, wo die Mannschaft die Kraft hernimmt. Sie bestreitet bereits ihr 61. Spiel in dieser Saison. Davon alleine 42er in der englischen Meisterschaft. Dazu kommt englischer Pokal, Europapokal und noch Freundschaftsspiele. Die Hereinnahme von Heslop mit der Nummer 7 in die Abwehr von Manchester hat sich offenbar sehr bezahlt gemacht bisher. Spielt eine gute Rolle. Young zur Abwechslung einmal auf dem rechten Flügel. Oleg. Aber immer wieder laufen sich die Polen und meistens in der Mitte an der harten und sicheren Abwehr der Engländer fest. Der Rasen muss jetzt völlig durchweicht sein bei diesem unaufhörlichen Regen und das macht es für die Spieler natürlich nicht leichter. Oleg. Schlarensky. Und Young. Etwas zu weit rutschte ihm der Ball vom Fuß. Bell. Buck. Solticic. Ungemein eifrig, der kleine Mann. Schlarensky. Das ist kennzeichnend für dieses Spiel. Sobald sich auch nur die geringste Lücke für einen polnischen Stürmer öffnet, da steigen die Engländer hart, aber fair ein. 5. Ecke für Gornik. Banasch wird sie treten. Möglichkeit. Und direkt auf Torwart Carrigan. Francis Lee liegt dort am Boden. Und mir scheint, dass Gorgoni, der hier so protestiert, notiert worden ist. Wir schauen uns diese Szene noch einmal an.
Ich glaube, das Foul stammte nicht von Gorgoni. Er hatte recht mit seinem Protest. Die Zeitlupe zeigte, es war Lee. Einwurf für Manchester. Bug. Schön ist das sicherlich alles nicht, aber Manchester will unter allen Umständen diesen Europapokal mit nach Hause bringen, nachdem der große Lokalrivale Manchester United, in dessen Schatten die City ja meist gestanden hat, 1968 Europapokalsieger, der Meister geworden ist. Und dann sind natürlich für jeden Spieler 1000 Pfund auch ein recht annehmbarer Preis, runde 8.500 Mark. Die Polen haben zu verstehen gegeben, sie wären froh, wenn sie den Pokal mitnehmen könnten. Vielleicht gäbe es einen Orden durch den Sportminister. Prämien würden bei ihnen nicht gezahlt. Zweite Ecke für Manchester City. Young wird sie treten. Na, Towers hat auch sehr viel Zeit. Wilczek. Oleg. Sicherlich ein Foul, aber da war keine Absicht bei. Kein Grund zur Aufregung. Solticic. Schöner Heber. Lubanski. Und Tor. Tor. Nur noch 2:1. Führt Manchester City. Nach diesem abgeprallten Ball von Lubanski, hier sehen wir es noch einmal, und da kommt mit Nummer 3 Oslitzlo und nur noch 2:1, und das kann das Spiel wieder offen machen. 68. Spielminute. Sie sehen die Spielzeituhr. Es ist die 19. Minute der zweiten Halbzeit. Und nur noch 2:1 durch Oslitzlo bei Gegentreffern von Young und Lee. Möglichkeit. Banasch. Heslop war dabei und Banasch hat etwas voreilig, so meine ich, geschossen. Aber wer will das von hier aus, von der Kabine, so eindeutig beurteilen bei diesem Schnürregen im Wiener Praterstadion? Skowronek ist das hier von Görnik Hindenburg, der sich aufwärmt. Görnik hat ja noch keinen Spieler ausgetauscht. Dem Trainer bleiben also noch 2 Umtausche, das ist gestattet. Freistoß für Manchester.
Brooks. Bell setzt sich durch. Und da ist ein Foul. Hier nochmal die Wiederholung. Ja, klares Beinstellen. Bell ist noch am Boden. Hier haben wir wieder Skowronek. Aber Polens Trainer Michal Matthias zögert noch mit dem Einsatz. Matthias hat an das Praterstadion geteilte Erinnerungen. Er hat hier in der polnischen Nationalmannschaft 1935 gespielt, als sein Team gegen Österreich mit 2:5 verlor. Aber der jetzt 58-jährige Coach schoss damals beide Tore. Bell kann weiter mitmachen. Freistoß also für Manchester, so geht es jetzt weiter. Immer noch gefährlich. Gefährliches Spiel, indirekter Freistoß für Manchester. Proteste der Polen nützen nichts. Schiedsrichter Paul Schiller, der uns bisher sehr gut gefallen hat, setzt sich durch, ohne große dramatische Gesten. Nun müssen natürlich die Gornik-Spieler 9,10 Meter vom Ball zurückweichen. Der Regen wird in diesem Augenblick wieder heftiger. Immer noch ein Stückchen zurück. Immer noch einen halben Meter. Bell und Lee stehen am Ball. Der Ball darf nicht direkt hineingetreten werden. Bell will ihn also antippen und Lee schießt und daneben. Aber ich glaube, er wird noch einmal wiederholt. Weil offenbar die Mauer von Görnig sich zu früh nach vorne bewegt hat. Erst wenn der Ball im Spiel ist, dürfen sich die Spieler wieder bewegen. Und das gibt eine Verwarnung für Banasch, der sich zu einem etwas deutlichen Protest hinreißen ließ. Das sollte man nicht tun in einem so wichtigen Spiel. Florenski will das wieder gut machen und holt den Ball an den Punkt zurück. Selbe Situation also noch einmal. Bell hatte getäuscht. Und jetzt Lee in die Mauer. Bardo. Booth. Fast eine halbe Stunde gespielt in der zweiten Halbzeit und nun sehen wir, mit Nummer 16 ist Skowronek einsatzbereit. Er wartet jetzt nur noch wahrscheinlich auf den nächsten Pfiff, um einen Mannschaftskameraden abzulösen. Hoffentlich macht Manchester, da sehen wir also die Uhr, 30. Minute, ich wollte sagen, hoffentlich macht Manchester, hoffentlich im Sinne von Manchester ausgesehen, nicht den Fehler, zu früh auf Sicherung zu spielen.
Freistoß gegen Görnig. Lee war gefoult worden. Ja, der Austausch ist vorgenommen worden. Ich glaube, Wilczek kommt heraus. Er humpelt leicht. Der polnische Rechtsaußen. Ja, Skowronek stürmt jetzt am rechten Flügel. Wilczek ist also aus dem Spiel genommen worden. Auf dem Platz spritzen jetzt die Wasserfontänen auf einem Rasen, der vor dem Spiel so vorzüglich ausgesehen hat. Und da haben wir Skowronek im Bild, den neuen Mann, der hier offenbar voller Tatendrang jetzt ins Spiel gekommen ist. Buß. Und wieder viel Zeit lässt sich Joe Corrigan im Tor von Manchester City. Oakes. Ja, das war ein Foul des Manchester-Spielers. Nein, der Schiedsrichter hat es anders gesehen. Offenbar war der Pole zuerst mit dem Bein an Towers. Oakes wird treten. Und Lee kam nicht heran. Oleg. Skowronek, der neue Mann. Noch einmal Oleg. Banasch. Immer noch Görnig mit Banasch. Sawinski gegen Buck. Und es gibt Freistoß. Nein, Einwurf. Seitenlinien sind von hier aus überhaupt nicht mehr zu erkennen. Young jetzt auch weit zurück. Lee. Zu Bell. Noch einmal Lee. Pardoux. Noch 10 Minuten sind zu spielen, meine Damen und Herren. Und 2:1 steht es noch für Manchester City gegen Görnig Hindenburg.
Oakes wirft an. Lee, freie Bahn. Young. Ja, ein Fehlpass von Bell, aber er ist wieder in Ballbesitz und hat ihn wieder verloren an Scharenski. Zu spielen nach der offiziellen Spielzeituhr oder der inoffiziellen, Entschuldigung, die offizielle hat der Schiedsrichter noch 8,5 Minuten. Ja, Sie haben gesehen, wie glatt der Ball ist. Er rutschte beim Einwurf einfach durch die Hände. Und der Schiedsrichter lässt den Einwurf wiederholen. Pardo. Towers, Lee, immer noch. Young, aber Absatz. Ein polnischer Spieler ist hier vorne gerade am unteren Bildrand zu sehen gewesen, wird behandelt. Foul durch Young an Oleg. Der führt den Freistoß aus. Hier sehen wir, wie der Spieler behandelt wird. Ja, wenn der Herr nicht davor stehen bliebe, könnten wir es noch besser sehen. Immer noch die Lieder der englischen Schlachtenbummler. Aber aus einem 2:1 Vorsprung ist ja blitzschnell ein 2:2 geworden. Gornik gibt sich jetzt alle Mühe. Lubanski spurtet, aber Buck ist schneller am Ball. Pfiffen gewesen. Ja, Polen bringt noch einen neuen Spieler aufs Feld. Mit Nummer 13 ist Deja. Aloisi Deja, 21 Jahre alt. Jetzt auf den Platz gekommen für den Spieler, der an der Seitenauslinie verletzt behandelt wird. Noch 5 Minuten sind zu spielen. Sanitäter bringen eine Trage jetzt heran. Sie können es nicht im Schirm sehen. Ich glaube, es ist Florensky, der dort weggetragen wird. Hier haben wir Deja, den neuen Mann im Bild. Sie sehen es an seinem
noch weiß scheinenden Trikot. De Jong. Hier wird der verletzte Spieler hinausgetragen, aber das Spiel läuft weiter. Die letzten 5 Minuten. Lee. Young. Oh ja, eine wunderschöne Flanke, aber Boyer bekam sie bei diesem glatten Boden nicht richtig auf den Fuß. Wiederholung. Hier sehen Sie, das Tor war fast leer. Oleg. Wenig System in diesen Angriffen, aber Görnig hat noch einmal eine Ecke herausgeholt. Es ist die 6. Banasch lässt sie treten. Und wieder einmal Heslop, der die Situation bereinigt hat. Noch 2 Minuten sind zu spielen, wenn nicht nachgespielt wird. Und hier sehen Sie deutlich, in welcher Verfassung sich jetzt dieser am Anfang so herrliche Rasen durch die anhaltenden Regengüsse befindet. Das sollte Manchester nicht tun. Lee ist das, der dort am Boden sitzt. Booth tritt den Freistoß. Boyer. Oslitzlo. Abseits. Klares Abseits durch Banasch und Freistoß für Manchester. Sie sehen, dass nach dieser Uhr nur noch wenige Sekunden zu spielen sind, möglicherweise aber wird auch in dieser zweiten Halbzeit eine Minute nachgespielt. Das muss Schiedsrichter Schiller entscheiden. Die offizielle Zeit ist jetzt in diesen Sekunden vorbei, wo Oleg noch einmal den Ball nach vorne treibt. Young. Foul, Foul. Erster Mann und dann den Ball, das gibt's nicht.
Und da ist das Spiel abgepfiffen. Sieger im Europapokal, der Pokalsieger ist Manchester City mit einem 2:1 gegen Górnik Hindenburg nach Toren von Young und Lee und aus Lislow für die Polen. Sicherlich kein großes Spiel im Wiener Praterstadion. Daran mögen auch die äußeren Umstände beigetragen haben. Eine mangelhafte Zuschauerkulisse mit nur 9.000 Menschen in dem 71.000 Zuschauerstadion und dann dieser strömende, anhaltende Regen, der sicherlich nicht zur besseren Stimmung beigetragen hat. Aber Manchester City hat nach Tottenham Hotspur und West Ham United, das ja gegen 1860 München mit 2:0 im Endspiel gewann, als dritter Verein der englischen Liga den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Und damit schalten wir zurück in die Sendezentrale. Guten Abend, meine Damen und Herren, in Deutschland und in der Schweiz.